Entgegen unserer Erwartungen ist genug Geld auf dem Corona-Konto eingegangen, sodass wir diese Woche wieder alle unsere Schützlinge füttern konnten. Diese freuten sich und die Coroneros auch. Reis und Eier werden am Freitag geliefert. Bei den Reissklaven ist einer, der fast die ganze Arbeit, sprich die höllische Schlepperei, alleine macht. Und das auch noch mit einem Lächeln. Der junge Mann muss Kräfte haben wie ein Gorilla, wenn er das den ganzen Tag über schafft. Aber seine Figur entspricht eher der eines Sprinters. Nach den Unwettern und Überschwemmungen der letzten Woche scheint wieder die Sonne und alle sind froh darüber. Am Samstagmorgen gehen die Coroneros mit Schwung an das Abfüllen. Man merkt, dass sie froh sind, wieder für ihre Schützlinge sorgen zu können. Sowohl bei der Eier- wie bei der Reiscrew geht es flott voran. Naja, nach fast 2,5 Jahren kann man das auch erwarten. Aber dass man nach so langer Zeit immer noch gerne diese Aufgabe übernimmt, das ist schon bewundernswert. Während sich draußen schon die ersten Essensempfänger sammeln, runzelt Petrus de Braun. Der hat wohl schlecht geschlafen, denn ehe die Registrierung beginnt, fängt es an, heftig zu schütten. Das war weder vorgesehen noch nach der Wettervorhersage geplant, aber die Hungrigen haben in 2 Jahren Erfahrung gesammelt und so gut wie alle haben ihre Plastikumhänge mitgebracht. Nur der Dino nicht. Der wird zur Strafe geduscht, hat aber wie bei Sauriern üblich ein dickes Fell und macht sich nichts daraus. Nur seiner Kamera hat er einen Regenmantel spendiert, die Kleine ist ja noch nicht so kampferprobt wie ihr Besitzer. Trotz des miesen Wetters ist die Laune bei den Wartenden gut. Alle hatten vermutet, diese Woche nichts zu bekommen und jetzt gibt es doch was zu futtern. Da kann man ja gar nicht griesgrämig sein.
Die Registrierung läuft reibungslos und wer seine Nummer hat, verholt sich Richtung Hauptstraße, wo die bestückten Ausgabetische schon auf die Abholer warten. Heute dreht die Corona-Maschine etwas schneller, weil jeder dem Regen entfliehen will. Doch inzwischen zeigt sich Petrus gnädig, der Regen lässt nach. Anmerkung des Dino: Der Regen hätte auch gerne ganz wegbleiben können, aber auf den hört Petrus wohl nicht. Unermüdlich leeren die Hungrigen die Ausgabetische und unermüdlich füllen die Coroneros die schwindenden Bestände wieder auf. Währenddessen versorgt Prop im trockenen Bereich die kleinsten Kinder mit Kleidung, die von Nong, deren Schwester und Frank gespendet wurden. Damit wird vielen Familien geholfen und alle Kinder bekommen auch Süßigkeiten. Die glauben inzwischen, dass das zum Pflichtprogramm gehört, was ja auch beinahe stimmt. Und wie immer kommt irgendwann das Ende und es werden die Portionen für die Nichtmobilen noch verladen.
Da läuft es dank inzwischen gutem Wetters problemlos. Die Helfer werden schon mit Sehnsucht erwartet, sowohl von den Oligarchen wie von deren Kindern. Die sind schnell zur Stelle, sobald die Coroneros auftauchen. Da kommen beim Dino Erinnerungen an die eigene Kindheit hoch. Die Mutter mit dem Kleinkind ist heute nicht anwesend. Sie ist mit dem Zwerg unterwegs. Also geben wir die Nahrung bei Nachbarn ab und stellen noch eine Decke und ein paar Kleinigkeiten vor ihre Tür hin. Der steinalten Oma, deren Mann vor ein paar Monaten gestorben ist, geht es heute nicht gut. Sie hat eine Erkältung. Zum Glück nicht Corona, aber sie leidet unter Fieber, Schwäche und Appetitlosigkeit. Der Mann, der als unschuldiges Unfallopfer bewegungsunfähig im Bett liegt, sieht heute viel besser aus. Seine Haare sind geschnitten und er ist gepudert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und auch wenn er außer einer Hand und dem Kopf nichts bewegen kann, so ist sein Blick klarer als gewöhnlich und die Bewegungen seines Kopfes flüssiger. Da keimt Hoffnung und Freude kommt auf.
Wie gewohnt kommen am Nachmittag und am Abend noch die Selbstabholer. Rob genehmigt sich danach einen Fruchtsaft und der Dino bekommt sein Feierabendbier, vielleicht auch 2. Euch wünschen wir etwas weniger Hitze und auch Regen, aber nicht gerade am Wochenende. Liebe Grüße, eure Corona-Gang.